Moin, meine Lieben, ich bin's nochmal. Ich habe vorhin ja das Video für die Votes gemacht und natürlich war auch einer der Titel, der da drin vorgekommen ist, in den 50 besten PSVR-Games Firewall. Ich schaue Mo von VR, ich bin Mo Tensen und hier gibt es PlayStation VR 2 News. Tatsächlich, jetzt wieder ganz brandfrisch, eine Ankündigung für Firewall Ultra. Möp. Der Entwickler hat ja letzte Woche irgendwie erzählt, sie hätten eine ganz große Ankündigung und dann haben sie auch nichts gemacht, also zum 4. Geburtstag von Firewall oder so. Dann haben sie aber nichts gezeigt und jetzt ein paar Tage später, boom, hauen sie einen Trailer raus und sogar einen Artikel im PlayStation-Blog. Lesen wir uns das doch mal durch. Die Weiterentwicklung der Firewall-Reihe für PlayStation VR 2. Fürs Contact Entertainment, Entwickler von Firewall Zero Hour, veröffentlichen den neuen Trailer zum geplanten PSVR 2 Titel Firewall Ultra. Dass sie auch Solaris entwickelt haben, haben sie lieber verschwiegen, ne? Fürs Contact Entertainment liegt bereits von Anfang an Fokus darauf, qualitativ hochwertige Erlebnisse in der virtuellen Realität zu bieten. Unser Team hat stets daran geglaubt, die Grenzen des Möglichen neu zu definieren. Aus diesem Grund freuen wir uns, nach 4 Jahren Support für Firewall Zero Hour ankündigen zu können, dass wir diese Grenzen mit unserem nächsten Live-Multiplayer-Game im Ego-Shooter-Style für PlayStation VR 2 Firewall Ultra einmal mehr neu definieren werden. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil für mich sieht alles, was wir jetzt darüber erfahren haben, gerade aus wie einfach nur ein Remaster vom alten Firewall für die PlayStation VR. Ich hoffe, das ist nicht der angekündigte extra PlayStation VR 2 Titel, den fürs Content Entertainment jetzt eigentlich schon seit einem halben Jahr kommuniziert. Wer weiß es. Okay, Firewall Ultras stellt die Weiterentwicklung der Firewall-Rolle dar. Wir nutzen die neuen Funktionen, die die PSVR 2 zu bieten hat und freuen uns, euch einen Vorgeschmack darauf zu geben, wie wir einige davon im Firewall Ultra verwendet haben. 5 Jahre nach dem Originalspiel, jetzt sind es 5 und nicht mehr 4 Jahre, interessant, haben sich die Auftragnehmer und Orte, die ihr ins Herz geschlossen hat, weiterentwickelt und sind jetzt Teil der nächsten Generation. Mit anderen Worten, es gibt dieselben Maps und dieselben Spielfiguren. Da PSVR 2 mit 4K HDR eine deutlich höhere Grafiktreue bietet, haben wir alle Charaktermodelle komplett neu entwickelt. Die Karten wurden ebenfalls komplett überarbeitet, umfassen jetzt neue Bereiche und Texturen. Es wird zudem neue Orte und Auftragnehmer geben, doch wäre es kein Firewall-Spiel ohne Waffen und die Ausrüstung, die ebenfalls einen viel höheren Grad an Anpassung bieten. So, also tatsächlich, Firewall ist nach wie vor, zumindest gestalterisch, eines der bestaussehendsten plattformübergreifenden VR-Multiplayer-Titel. Ja. Was nie besonders aufregend war, war zum Beispiel die technische Seite. Ja. Sogar auf einer PlayStation Pro war die Auflösung nie so richtig toll, aber das Spiel war so gut und so schick, dass man es wirklich gerne gespielt hat. Und von der ganzen Game-Mechanik her war es auch bombastisch. Ja? Das Gefühl, mit dem Aim-Controller in Firewall rumzurennen und zu schießen, großartig. Ich persönlich bin aber ein Typ, der gar nicht so sehr auf taktische Shooter steht, sondern auf Respawn-Shooter. Und ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass Firewall nochmal einen alternativen Game-Mode bekommt. Ja? Gucken wir uns mittlerweile mal sämtliche First-Person-Multiplayer-Shooter an, die draußen existieren, Contractors oder Hyperdash oder so eine Geschichten. Die haben alle mehrere Spielmodi. Ja? Teilweise 5 bis 6 verschiedene, wo man sich amüsieren kann. Ja? Wenn die Game-Mechanik erstmal stimmt, dann kann man ja daraus was machen. Und das hat First Contact Entertainment in der ganzen Zeit nie gemacht. Das hat mich echt angenervt. Ja, ich wollte immer mit der fantastischen Optik und dem fantastischen Gameplay noch mehr erleben als einfach nur 4 gegen 4. Findet den Laptop und knallt euch ab. Das war natürlich perfekt gemacht und super und so. Aber ich habe immer mehr erwartet. Ich hoffe mal ein bisschen, dass Sie tatsächlich auf die Community gehört haben, wie Sie hier schreiben. Wir haben in den vergangenen 4 Jahren auf unserer Community zugehört und sind stolz darauf, euch mitteilen zu können, dass ihr Firewall Ultra auf dedizierten Servern spielen könnt. Achso, ja, tatsächlich, das ist etwas Neues. Sonst war das immer so merkwürdig, dass einer der Spieler das hostet oder so und das war nicht perfekt. Außerdem fügen wir dem Spiel Runden hinzu, sodass in jedem Kampf darum geht, als Sieger aus 3 Runden hervorzugehen. Zudem geben wir den Ganzen ein völlig neues PvE-Erlebnis. Darüber hinaus haben wir zukünftige Inhalte für die Zeit nach der Veröffentlichung geplant. Neue Auftragnehmer, Karten, Waffen. Das ist nämlich eine Geschichte, die Firewall wirklich fantastisch gemacht hat. Ne? Jahre nach dem Release, ich glaube die 3 Jahre oder so, gab es wirklich regelmäßig
neuen Content für umsonst. Ja? Man konnte sich auch so Pässe kaufen, damit man an das Zeug schneller rangekommen ist oder mehr davon bekommen hat. Aber zum Beispiel die ganzen Maps oder so, und das waren immer tolle Maps, gab es alle umsonst. Das haben sie wirklich fantastisch gemacht, muss man sagen. Wird dann hoffentlich hier auch der Fall werden. Überdies werden für Firewall Ultra neue Funktionen der PlayStation VR 2 Sense-Technologie wie Blickerfassung genutzt, mit der ihr intuitiv Waffen austauschen und HUD-Kontrollleuchten über Kameras im PSVR 2 Headset anzeigen könnt. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut euch unseren Ankündigungstrailer an und werft einen ersten Blick darauf, was wir für Firewall Ultra in Aussicht ist. Aussicht ist. Das ist komisch übersetzt hier. Ja, nice. Also im Trailer werden wir uns gleich angucken. Zum Schluss möchten wir uns bei unseren wunderbaren Community-Mitgliedern bedanken. Von Treffen bis hin zu internationalen Turnieren. Die Community von Firewall Zero Hour hat alle unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Für viele ist Firewall Zero Hour viel mehr als nur ein Spiel. Es ist ein virtuelles Familientreffen. Es ist ein Ort, an dem man neue Freunde finden konnte. Oder es ist eine Flucht in eine andere Welt, ohne die Komfortzone des eigenen Wohnzimmers zu verlassen. Viele unserer Spieler sind seit der Veröffentlichung dabei. Sie sind extrem hilfsbereit gegenüber neuen Spielern und erstellen einige der besten Inhalte, die wir je gesehen haben und die wir tatsächlich in Dauerschleife auf dem Fernseher in unserem Pausenraum abspielen. Es war uns eine Freude, euch beim Wachsen und bei der Weiterentwicklung zuzusehen, und wir freuen uns sehr, euch mit Firewall Ultra ein neues Erlebnis zu bieten. Ich freue mich auch. Wie gesagt, es ist ein fantastisches Spiel und durchaus schön, dass es jetzt in so einer Remaster-Variante für die PlayStation VR kommt. Die Optik war schon immer richtig gut und ich freue mich wirklich, das jetzt in knackscharfer Grafik in HDR auch nochmal erleben zu können. Ich werde den Aim-Controller vermissen. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass hier in dem Video scheinbar nur Pistolen zu sehen sind. Mal gucken. Ich glaube ganz fest, dass es auch weiterhin irgendwie welche Gewehre und Maschinenpistolen und so geben wird. Aber wir sehen hier keine. Jetzt gucken wir uns mal den Trailer an. Raven here. You want to be a contractor? According to your reputation, you have the right skills for the job. If you're interested, the risk is high, but so is the reward. We have multiple contracts, from solo intel gathering to team strike force operations. Locations are hot, and you were never there. If you're compromised, you're on your own. Also so ganz schlau werde ich aus dem Trailer nicht, muss ich gestehen, ja. Das sah jetzt nicht aus wie die Standard-Multiplayer-Gefechte. Ich hoffe, wir bekommen in den nächsten paar Tagen, Wochen noch ein bisschen mehr Infos. Aber wie gesagt, das ist etwas, was mich jetzt auch nicht aus den Socken haut. Damit habe ich gerechnet, ja. Also ein Studio, was eigentlich sowieso noch in aktiver Entwicklung ist. Also Firewall existiert noch und kriegt neue Seasons, auch wenn die Seasons eigentlich nur noch Bimmelbammel und keine neuen Maps mehr beinhalten. Da wundert es mich nicht, dass es auch ein PlayStation VR 2 Remaster gibt. Mal sehen, wie sie das jetzt neu auflegen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und schön, dass es da ist. Aber ich muss auch sagen, ich hatte irgendwie vermutet, dass sie hinter den Kulissen seit vielleicht 2 Jahren schon an was ganz Neuem arbeiten. Ja. Ich hätte auch sehr Lust gehabt, da das Grafikteam von denen offensichtlich sehr prächtig ist, sehr skillful, von denen mal vielleicht so ein Singleplayer-Inhalt für Firewall zu bekommen. Ja, wie so ein Call of Duty, das ja zum großen Teil aus Multiplayer besteht, aber irgendwie in der ganzen Call of Duty-Welt auch nochmal so ein paar Abenteuer im Singleplayer leben. Fand ich auch mal ganz nett. Könnten sie von mir auch mal machen. Ich weiß momentan gar nicht, was PvE bedeutet. PvP ist Player beim Player. PvE ist, also man konnte auch in Firewall schon gegen NPCs spielen, so. Das war der normale Multiplayer-Content, den hat man dann alleine auch gegen NPCs spielen können. Ich hoffe nicht, dass das gemeint ist. Gucken wir einfach mal. Ich finde es nett und vor allen Dingen, ja, die ersten Schatten der PlayStation VR 2 fallen langsam in unsere Vorgärten. Das ist so was Nettes. Jetzt nur noch die richtige Veranstaltung von Sony, wo sie auch alle anderen Titel mal langsam revealen, die sie am Start haben. Das genaue Release-Datum und den Preis und dann sind wir doch schon glücklich, oder? Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt, was dieses neue Firewall tun wird oder das alt aufgelegte neue Firewall, was ihr in dem Trailer gesehen habt. Das würde mich mal interessieren. Ja.
Schreibt mal eure Meinung. Bis dahin, Montansen, ich freue mich auch über ein Däumchen. Abonniert ruhig den Kanal, wenn ihr PlayStation VR 2 News brandheiß bekommen wollt. Dann seid ihr nämlich hier genau richtig. Ich bin raus. Ohne Applaus. Tschüssing. Bye.